Und weiter geht's. Hier bei der Reputation Bad frage ich mich natürlich auch gerade, Reputation in wessen Augen, ne? Also eigentlich macht es ja keinen Sinn, eine generische Reputation zu haben, weil egal wie du dich verhältst, das wird halt bei bestimmten Gruppen Anklang finden und bei bestimmten anderen Gruppen halt nicht. Und dann wäre halt die Frage, wie die Reputation jetzt bei wem ist, ne? Also jetzt zum Beispiel die Reputation bei den Einwohnern von Shadowlair oder bei der Regierung von Shadowlair oder bei Abundance und so, das sind ja eigentlich unterschiedliche Arten von Reputationen und die werden mich ja unterschiedlich bewerten für die gleiche Tat. Insofern macht dieses Reputationssystem eigentlich wenig Sinn, wenn das ein generisches ist. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war, aber es gab auch schon Spiele, wo das tatsächlich fraktionsabhängig war, also meine Reputation bei bestimmten Fraktionen. Ich glaube aber sogar bei Fallout oder so ist es ja auch so ein bisschen in die Richtung, dass ich bei bestimmten Gruppen unterschiedlich angesehen bin, je nach meinen Taten. Was den einen beglückt, pisst den anderen halt an, ne? Und umgekehrt. So, jetzt werden wir mal meinen Unterschlupf noch suchen. Das wäre dann irgendwo hier. Liegt denn der da auf dem Tisch? Das ist gar kein Tisch. Okay, ich brauche noch, wenn ich mich richtig erinnere, 5 Hardware und 6... Was? Irgendwelche Schlägerflachwichser hier, die haben sowieso ihr Leben verwirkt. Da ist mir auch egal, wenn ich hier zum Satan absteige in meiner Reputation. Das ist dann eher eine Ehrenurkunde, diesen Status zu haben. Hat er die Kiste jetzt geöffnet, oder? Nee, hat er nicht. Ach, zum Glück können wir es von hier machen. Nailgun und Leder, naja, immerhin. Das ist jetzt halt so ein bisschen das Problem, dass ich gar nicht die Zeit habe, diese Skills zu machen. We should be okay now, but we're gonna need information, and I figure we're gonna need charity for that. Innocence hat selber einen umgehauen. Das ist ja krass. Dass ich das noch erleben darf. Der wird ja langsam. Okay, ja, wieder ein bisschen Hardware. Gut.
Wo genau hier ist so sein Versteck? Wird ja wohl nicht einfach so dieser Tisch unter freiem Himmel sein. Aber anscheinend schon. Ah, ne, hier geht's nochmal hoch. Ne, hier geht's nicht hoch. Da haben wir eine Tür. Schauen wir mal, was er hier so gehortet hat. In seinem Versteck. Vielleicht gibt es ja noch was Brauchbares. Oh, Serum, Iron Bar. Ich weiß nicht, ob die 3 Dinger mal irgendwie was zu essen waren oder ob das einfach Pilzkulturen sind, die sich auf der allgemeinen Flüssigkeit gebildet haben, aber viel gibt's hier nicht. Hier liegen Leichen vor der Tür. Aber das wirkt vielleicht abschreckend. Nun gut, schauen wir mal, ob es schon reicht. Nein. 3 Hardware und 3 Scrap Metal. Alles klar. Wenn ich das nicht jedes Mal von Hand machen muss, kann ich mir das zumindest mal hier hinten... Schild legen wir mal auf die 9. Sehr schön. Vielleicht kann ich mir das sogar merken. Ja, die Range-Leute soll er mal zuerst angreifen. Das macht vielleicht Sinn. Ich hoffe mal, dass er dann in zweiter Linie auch andere angreift und nicht nur, aber die Shooter, aber gut. Wobei, wenn er den Nahkampf auf sich sieht, kann ich die Shooter angreifen. Ist eigentlich auch nicht verkehrt. Attack whoever you can. Kann man dann immer noch umschalten in den Situationen, wo wir es brauchen. Weil eigentlich müsste ich auch Geschosse schon parieren können. Das hatte ich ja eigentlich geskillt, glaube ich, ne? Nur irgendwie mit dem Parieren, wann er das manchmal macht oder nicht macht. Ist auch ein bisschen komisch. Vielleicht kommt es da wirklich immer noch drauf an, in welchem Moment man klickt und ich habe es noch nicht richtig raus oder so. Oder keine Ahnung. Gut. Jetzt müssen wir da oben hin. Da haben wir auch noch einen rumstehen, mit dem man reden kann. Hey, you, sir. Listen, do you think you could help me out? Vielleicht. Problem? You can say that again, but I think you're the guy for the job. From what I've seen, you're not the kind scared of duking it out with scumbags. I'm not planning on making a career out of it. Of course, but it's for a good cause, see? There's this gang of junkies that's set up in my workshop. I can't go there anymore. And if I can't work, well, I can't earn a living. I'll pay you, of course. Ah, there's a lot of addicts here. I get the impression you're not exactly short on junkies around here. Used to be they kept a low profile, but when the army started checking everyone going around the shadow layer, they figured out pretty quick it was a field day for them. The soldiers are too busy standing around at checkpoints on the main streets to go chasing junkies around the slums. So this bunch of bums set up in my place, in my workshop, and there's not a thing I can do. But you'll help me, right? Please. Na gut. So I get a bunch of addicts out of your place. Then what? Then I'll give you some serum, of course. And if you ever need a hand, you just let me know. Turnabout and all that, right? All right, I'll go see those squatters. Thank you so much. I owe you. And actually, I'm the craftsman around here. Roy, wandering evictor. Later. Jo, die Frage ist jetzt, wo ist sein Workshop? War ich hier oben eigentlich schon? Ja, ich glaube, hier bin ich rumgelaufen. Okay, jetzt vermute ich dann da durch und dann da links.
Schauen wir mal. Vielleicht macht er mir bessere Preise und so. Wäre schon mal ganz gut. Oh, das hier. Don't you take me for a fool, Chance. I can see you've been taking it again. You're looking for trouble? Last time wasn't enough? Yeah, right. They let us go in the end. Hire or not, they don't give a shit about us. Hey, anyway, this place is the perfect hangout. We'll be quiet here. You're stopping Mr. Frugality from working, and the soldiers only let you go because I begged the lieutenant, all right? We work together, but he won't keep looking the other way forever. Mom, don't make me look bad in front of my friends. Leave us the fuck alone, man. Yeah, Mom. Stop making him look bad and go suck your lieutenant off. And tell him he didn't see nothing, huh? Hey, shut the fuck up, man. Okay, der Sohn mit seinen Kumpels von der Angestellten vom Frugality. What? Who are you? Sieht aber sehr, sehr jung aus, um einen erwachsenen Sohn zu haben, aber naja. I'm here to get this place back. I'm in trouble, okay. Sorry for interrupting, but I'm here to throw you out. Yeah. Delivery man? I got an order to deliver a dozen kicks in the ass at this address. Won't take long, promise. Oh, yeah? You just tried, you fucking fuck! Oh, Please ein don't hurt them. sprachlich They're just Begabter. kids. They look old enough to stand and walk to the door, unless maybe they want to crawl. But they don't know what they're doing. That drug makes them that way. They have no idea what they're doing. Ja, aber sie haben die Drogen genommen, also To selber other schuld. people and themselves. Not my problem. Yeah, poor innocent devils caught in a hellish spiral despite their best intentions. Ja, genau. That's real sad, but why should Frugality pay for them? Das ist korrekt. Ich weiß nicht, ob es real sad ist, weil ich meine, wenn sie die Drogen nehmen, sind sie selber schuld und dann haben sie auch verdient, ne? Despite their best intentions. You mean they got forced into taking drugs and staying in this place? Wow, how horrible. I'm so upset I'm gonna tell old Frugality to give up his workshop. I'm sure he'll understand. I may even kick his head in, seeing what the situation's like. There's no need to laugh at me. That's obviously not what I mean. I'm just trying to show you who's really responsible for the situation. Please, they're just kids. Go after the ones who take advantage of them instead. So basically you want me to take out their dealer? I don't really see how that's any of my business. They're squatting here to hide, and because their dealer's nearby. If you cut off their supply, you'll be creating a long-term answer to your problem. And you'll be saving lives. Also ja, einen Dealer ausschalten macht schon irgendwie Sinn, aber das entbindet sie trotzdem nicht von ihrer Verantwortung. Ich meine, wer so blöd ist, Drogen zu nehmen und auch das Geld hat, um sie zu kaufen, und sein letztes Geld für Drogen ausgibt, statt für andere Sachen, der hat auch irgendwie kein Mitleid verdient. No thanks, I think I'll just throw the junkies out instead. I don't think I agree. Ja, ich werde den Dealer auf jeden Fall auch ausschalten. Just don't make me regret it. Oh, thank you. Believe me, they'll react fast. I'm a nurse, and I know the effects of all these drugs only too well. Their dealer's called Serenity, I think. He has a place in the shanty. I'll show you on your map. All right, I'll go pay him a visit. Wobei es natürlich auch immer bequem ist, einen Dealer verantwortlich zu machen für die Idioten, die bei ihm kaufen. Also solange niemand die Drogen irgendwie aufgezwungen werden oder so, ist der Dealer nicht wirklich die hauptschuldige Person, weil er hat ja dann niemanden dazu gezwungen, die Drogen zu nehmen. Und wenn sie die Drogen nehmen, sind sie halt auch selber schuld für alles, Dealer oder nicht Dealer. Also eigentlich hätte ich ihm trotzdem die Fresse einschlagen sollen, aber gut. Versuchen wir das mal anderweitig zu lösen. Indem wir den Dealer ausschalten. Okay, der ist da hinten.
da, okay. Aber dort waren noch gar nicht die Slums, na gut. Das war also noch der Mittelstand in dem Viertel eben. Mittelschicht. Und das sind dann jetzt die Slums. Okay, hier muss ich auch Faith suchen. Hallo, da bin ich! Auf die Fresse! So, also hier irgendwelche Gang-Typis. Wollen wir abernten. Schadet nicht. Da trifft's die richtigen. Kann ich gleich mal gucken, ob ich jetzt genug Hardware und Scrap Metal zusammen habe, um den letzten Ausbau noch zu machen. Kommt mal hier rein, hat noch keinem was getan und die greifen einen direkt an. Dann haben sie auch einen Tod verdient. So. Alles klar, das war das. Dann schauen wir nochmal. Letzter Punkt, Knie. 6,12, sehr schön. Ach, das war das, genau. Da haben wir alles zusammen, sehr schön. Noch eine Iron Bar. 75 im Verkauf. Okay, dann sollte ich die vielleicht mal noch nicht zerlegen. Momentan brauche ich auch keine Teile. Okay, jetzt sind wir hier. Da liegt erstmal weiter nichts. Okay, da hinten haben wir den Dealer. Naja, wenn ich schon mal hier bin, bevor die nachher wieder nachspawnen. Doch erstmal zusehen, dass ich hier eine Spur von Faith finde. Alter. Ah ne, es sind keine Feinde. Okay. Zumindest noch nicht. Wenn ich schon mal hier bin, im Menü. Was habe ich denn jetzt eigentlich? 4 Heilung und 2 Fluid. Na gut. North Neighborhood. Find Faith.
da eigentlich irgendeinen näheren Hinweis? Im Merchant District. Tierwill, da muss ich da oben hin, ne? Tierwills Merchant District. Okay, gut, aber dann finden wir hier auf jeden Fall erstmal den Weg zum Dealer. Oh. Hat er keinen geschafft, wa? Keine Gnade. Sehr schön. Okay, da geht's irgendwo anders hin, weiß der Geier. CD's Bar, CD Bar, wie auch immer. Wo wir schon mal hier sind. Oh. Stripclub? Okay, Tierkampf-Arena oder... Okay, die wollen alle nicht reden. Ja auch nichts. Naja gut, wenigstens gibt es hier eine Kiste. War der Weg nicht ganz umsonst und immer ein Health Pack. Dann super weiter nach dem Dealer. Das müsste dann hier irgendwo sein. Genau, hier durch. Dann rechts. Schauen wir mal. Was mit dem passiert? Generatoren? Der sieht ja nicht aus wie ein erfolgreicher Dealer. Serenity, I presume? Schauen wir mal. You presume too much. If you don't know who you're dealing with, you got no business here. I know who I'm dealing with. That's why I came to see you. To ask you to stop selling your shit to Chance and his gang.
Ask being a euphemism, if you even know what that means. Sehr schön. A feminism, huh? Funny. I don't know what you're talking about. But now I'm the one asking. I'm asking you to leave real fast, or your head'll be asking to get kicked in. If you even know what that means. Ja, du bist nicht sonderlich helle, das ist nicht sehr schwierig, dich zu verstehen, aber das ändert nichts an meinem Hiersein und am Grund meines Hierseins. Right, I'll try words you can understand. Okay, let's try sign language. Versuchen wir es mal mit Wörtern, die er versteht. Okay, I see we've got a bit of a misunderstanding going on here. What I can do, if needed, is get the message across by taping it to my foot and then shoving said foot right up your ass until the info gets permanently printed into your brain. And if it's still not clear to you after that, well, we can try violence. Whoa, hang on a sec, dude. Okay. We got a misunderstanding here. You're right. You show up like that and talk to me about a gang of kids as if they're the only ones come around to see me. But now I think about it a bit. I think I know who you mean. Chance, yeah. The kids who hang out in the old guy's workshop. I see who you mean now. Ja, so And schön. you know what? No problem. Not one more hit for them. It's over. The kids are blacklisted. Not like I forced them, though. They came looking for me like everybody else. Yeah. But next time, don't worry. I'll send them right back to Mom. I suppose his mother sent you, huh? Anyway, don't worry about it, all right? Nothing's gonna happen to her. Better not. If anything does, or if I see those kids strung out again, I know where to find you. Ist jetzt die Frage, ob er da nur drauf eingestiegen ist und akzeptiert hat, weil wir hier so eine Reputation haben als Schurke. Oder ob man ihn immer einschüchtern kann. Allerdings diese Bemerkung mit der Mutter am Ende ist schon ein bisschen verdächtig. Nun gut. Was haben wir hier sonst noch so, wenn wir schon mal hier sind? Tierville. Naja, ich muss jetzt immer noch Tierville Merchant District finden. Did you hear that? They say technomancers are doing raids downtown. Okay, da haben wir eine Sackgasse, da gucken wir da mal rein, ob es hier noch irgendwas gibt. Ein Haufen Leute, die ziemlich fertig sind, gibt es hier. Oh. Da geht's zurück, wo ich hergekommen bin. Schauen wir mal hier. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo der Merchant District sein soll. Hier haben wir nur eine Sackgasse. The access looks blocked for the moment. Tja, schauen wir mal, Merchant District. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, wo ich die Fährte aufnehmen soll von... Wie hieß sie? Mary? Nee, Faith. Ach, Mary war die vom Technomancer. Die Gespielen. Ist hier irgendwas? Nee. So, dich vermisst auch keiner. Jedenfalls keiner, der es irgendwie wert ist, dass man Mitleid mit ihm hat. Sage mal, kann ich mal vielleicht mal mein Schild hochfahren, du? Und tschüss.
Immer schön aufs Rückgrat. So, welcher von euch war jetzt noch nicht tot? Du. Dann werden wir das mal korrigieren. Ich sehe auch wieder irgendwelche Leute, die jetzt wieder nachgespawnt sind hier. Wahrscheinlich die gleiche Gruppe, die ich beim Reingehen vorhin schon erledigt habe. Aber es bringt Serum. Ja, bei Plündern kommt auch noch ein bisschen was rum. Ja, schön. Ich weiß halt nicht, was das soll. Sand. Find Faith in Sand. Okay, also war das hier echt nur wegen des Dealers. Dann schauen wir mal, wie wir von hier in den Handelsdistrikt, in den Händlerdistrikt kommen. Vielleicht doch noch irgendwie eine Spur von Faith finden können. Ah, da oben, genau. Also, dann kommen wir hier auf den Weg. Genau, da lang. Ich ihm Bescheid sagen, dass sein Workshop wieder klar ist. Thank you. I'd never be back in my workshop if it hadn't been for you. You saved my life, you know. Surely you'll return the favor. I went for a non-violent approach. At least with them. They decided to leave the place on their own. Yeah, well, they didn't look real happy. They even threatened me. But at least they left. Guess I should think about getting some kind of weapon. I gotta be able to protect myself. In der Gegend hier glaube ich schon, ja. You know, the scumbags around here may not be hard to impress, but if you don't show a few teeth, you'll sleep outside again and they'll just walk all over you. Ah, you got that right. I'll go equip myself. What's the deal with this place? How'd it become the hangout for all the addicts in Shadowlair? Not all of them, really. But if I told you this part of the city used to be really happy and lively, well, that'd be a happy and lively pile of crap. I've been living here for 40 years now, and it's only ever been a slum. The slum, like everyone calls it, even if none of the other parts of town are all that great either. Anyway, it still found a way to go downhill. People weren't real happy, that's for sure, but they at least didn't go getting all violent like that. They got sold a dream, and they were let down. Ja, schlimmer geht immer. Who sold them a dream? And who sold it to them? Oh, lots of folks. Same ones that promised everybody water, a place in the shade, or even just a job to make life easier. You know. The same one who promised them a future if they joined the army and told everybody one day we'll all go back to Earth. And of course there's those that try to get you to believe everything will be better as soon as you stick a needle in your arm. But those guys are smart. Half the time, what they say is true. One of them hangs out here, apparently. Don't ask me where, but the slum's his turf. And seeing as the army doesn't come around that often, pretty much all the junkies are here. Wobei ich weiß auch nicht, ob zurück zur Erde unbedingt so gut ist, weil wer weiß, wie es auf der Erde aussieht, ne? Aber wissen sie auch nicht. I thought you couldn't stand those addicts. Sometimes I get carried away, say things I shouldn't. But you got my workshop back for me, and that's all I needed. I got nothing against those kids, to be honest. You can't really say they ever had it easy. Back in the day, we weren't exactly well off, but at least we had hope. I gotta admit, I don't really see why you stick around this dump. We moved here nearly 40 years ago, my wife and I. Wasn't the lap of luxury, but we couldn't really afford anything else. And there were things to do around here at the time. She was an artist, you know? I just ran the store. Compared to what she could do with her hands, the technomancers were nothing. She was a real magician. She's not here anymore. But I can't leave our workshop. We built it together. I'd have liked to know the place was going to survive both of us. If we'd had a kid, that would have been what we wanted more than anything. Well, almost anything. I see.
Since you've been living here, you must have heard about Charity, I guess. Of course. Great woman. I don't even want to think what things would be like around here without her. I suppose so. It's not what you think. She's got good company, that's for sure, but that's not all she does. You know? Really? It may seem like an old-fashioned idea, but she's a good person. She helps people. And has enough influence so things run pretty much smoothly, even though the militia disappeared. It's sure not the Source or its soldiers who are gonna do that for us. Hooker or not, it's people like her that we need, not them. Maybe Wisdom and his guard dog should try selling their bodies to see what it's like. They could do with a change of perspective. I mean, don't go repeating that, of course. You tend to relax a bit when the cat's not around. No problem. I can't even think of how to fit it into a conversation. Ja, das glaube ich auch. Na gut. Later. Gut, haben wir das auch. Also, wir hatten Level Up. Jetzt kann ich nochmal gucken, ob ich jetzt hier... Genau, jetzt habe ich nämlich 4 Punkte. Jetzt könnte ich bekommen... The Best Craftable Items. Na ja gut, Craftable Items entsperren ist auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt. Und wir haben wieder 2 Punkte. Okay, jetzt wollte ich, glaube ich, erst... 50% Dauer des Effekts. Ja, wobei der Schild... Ist nicht so den Eindruck, dass der überhaupt so viel bringen würde. Weil ich auch nicht immer dazu komme, den überhaupt erstmal aufzubauen, weil es mich das auch Zeit kostet. Und die Waffe aufladen ist schon schlimm genug. Selbst das schaffe ich nicht oft. Insofern nehmen wir einfach mal die kritischen Treffer hier. Weil Nahkampf mache ich auf jeden Fall öfter mal. Und da dann eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, auch mal einen kritischen Treffer zu landen, ist wahrscheinlich nicht verkehrt. So, Frugality is a craftsman in the slums. He has been in the district for years and never had the courage to leave after the death of his wife. He continues to run the store they set up together, although he's less skilled than his wife was. Serenity is a dealer working in the slums. His trade has benefited from the disappearance of the militia and the fact the army only monitors the major streets. He's rather clever and finds lost souls seeking to escape their daily drudgery through drugs with ease. Providence is a nurse who works with a lieutenant supervising the slums, in particular helping with his inquests. She is desperately trying to get her son off drugs and onto the right path. Naja gut, dann sollte sie uns zumindest ein bisschen mögen, weil wir ihren Sohn nicht vermöbelt haben. We needed somewhere quiet where we could rest before the war. Roy had a hideout in the sand. But the place turned out to be full of junkies. We had to make them understand that they were no longer welcome before we could settle in. It's not exactly a palace, but at least now we're safe. Ja, das sind Junkies, die uns angreifen. Na gut, dann können wir die aber auch umbringen. Wer sich hier so in die Drogen reinstürzt, der hat auch kein Mitleid verdient. To get the junkies out of the workshop nice and easy, Roy decided to listen to the mother of one of the poor guys. He went to find their dealer. That guy will never be selling drugs to those kids again. That's a good thing. Even if, given their condition, I guess they'll be trying to get some somewhere else. Das ist natürlich das Problem, ne? Roy was approached by a craftsman in the sand. The guy had learned somehow that we had got rid of a group of junkies from our hideout. And of course, he wanted help with the same kind of problem. Obviously, Roy had no trouble making sure he got his workshop back. Yes. Abandoned building. Roy's old hideout is in this abandoned building. Ist auch schön, dass es immer noch verlassen ist, weil wenn er schon eine Weile nicht mehr da war, hätte es ja sein können, dass er das irgendwie anderweitig nutzen oder irgendjemand anders sich das einfach angeeignet hätte. The slums are especially dangerous as it is home to many gangs who are always ready to prey on passers-by. It is also an excellent place to avoid the long arm of the law. Ein guter Platz, um Serum zu ernten. The CD bar run by Tranquility is a place where crooks, dealer and anyone with shady business can mingle. It is fairly popular due to its arena, where volunteers can fight creatures for the audience's pleasure. Oh, hätte ich da doch mit Tranquility raiden können und
vielleicht gegen Tiere kämpfen und dabei was verdienen. Naja gut, wie auch immer. Okay, also noch eins weiter. Dann links. Genau. Beware, brothers. Magical men full of anger are patrolling the neighborhood. Dust. I have nothing to say. Na gut. Dann halt nicht. So, wer steht da in der Ecke rum? Ah, da ist Tranquility. Okay, dann war es doch nicht in Oh, shit. seiner Bar. What's wrong? This city's a fucking nightmare now. You can't go 3 feet without a patrol stopping you. There's a checkpoint up ahead. They're stopping everybody. And I would just get my papers stolen. There any way around the checkpoint? Not to where I'm going. There's always a way to get replacement papers, of course. But the guy who does them is kind of hard to find, you know? The authorities are on his ass big time. Why is everyone getting stopped? The Wahrscheinlich, weil sie nach mir war's suchen. over, so why check everyone? Well, I guess it's because of politics. I probably shouldn't say this to someone I don't know. But the Technomancers didn't make too many friends when they took out the militia. Now there's a resistance. Guys against the authorities. That's why we got all these checkpoints. That and because it seems there's some guy in town who's on the run. I even heard that the Technomancers hired a bounty hunter to track him down. But, well, you know. Anyway, none of it's good for business. The guy who does papers you were talking about? Ja, ich könnte auch Papiere gebrauchen. You said something about a guy who does papers. Wouldn't know where he hangs out, would you? I run a bar, so I hear things. But look, I'll tell you if you get ID for me too. Ja, easy. Yeah, okay, I'll get some for you. So, where can I find him? Thanks, buddy. He's hiding out in the north neighborhood, where the gangs run the place. You be careful, it's pretty hot there. Later. Gut, also. Ja gut, vielleicht soll ich mir erst die falschen Papiere holen, dann muss ich vielleicht die Wachen nicht umhauen. Ah, jetzt wieder in die Slums gehen, muss ich wieder diese 4 Typen umhauen, ne? Das ist so scheiße, wenn da irgendwie dauernd immer irgendwas respawnt. Insbesondere, wenn man die Leute explizit ausgeschaltet hat. North Neighborhood, das ist da unten im Süden. Oh, sind sie doch nicht wieder da. Sehr schön, hat sich das Umbringen vielleicht doch gelohnt. Gut. Da geht's lang, dann nach rechts. Dann nach links. Da durch die Tür. Dann irgendwie nach rechts. Vermutlich. Ah, die sind wieder da. Ah, dieses Respawn ist genauso beschissen wie Far Cry. Das ist auch saudumm, dass irgendwie überall immer und immer wieder Leute respawnen, was halt sau beschissenes Gameplay ist. Und dann wird man auch noch 100.000 Mal an der gleichen Stelle immer wieder vorbeigeschickt. Jetzt könnte man diese Respawn-Kacke ja einfach vermeiden, aber das ist halt echt... Und hier ist es halt noch dümmer, als es ohnehin schon ist, weil hier habe ich ja die Option, die sogar explizit noch zu finishen und trotzdem stehen da welche da, was so gar keinen Sinn macht. Das hat nur wieder irgend so ein Ding, um
Serum zu farmen. Was aber auch bescheuert ist, dass man das kann. Gut, so, wollte ich jetzt eigentlich hin. Da lang. Okay, gibt es 2 Stellen, die irgendwie von Interesse sind wohl. Das eine wird der Typ mit den Papieren sein. Oh, wer seid denn ihr? Halt! Stop right there. We're conducting a search. Wahrscheinlich ist das hier dann was ich für den Papiertyp hier erledigen muss, ha? Ach ey, wo sind wir denn jetzt? Ein riesen Gelände hier. Ah, doch nicht, sieht nur so aus. Oh, ich habe kein Dings mehr. Oh! Na! Das ist halt der Scheiß, weil man die einloggen muss, um auf sie zu schießen, aber andererseits kann man beim Einloggen nicht so einfach in die Richtung gucken, in die man gucken will. Meine Güte! Jo, da nochmal 2. Mal die Animation abkürzen. Haben wir auch schon 100 Mal gesehen. Nailgun, Munition. Auch nicht verkehrt. Kann ich die Nailgun jetzt öfter mal wieder benutzen. Okay, und das alle? Gut. Okay, da lang. Ich schätze mal, dass das der Dealer ist, der da markiert ist.
Nicht der Dealer, der Papiertyp. Papermaster. Property. Hi. I heard you're the person to see when you lose your ID. Oh, yeah? Maybe you misunderstood. And who are you? Roy. Tranquility sent me. That old son of a bitch. He needs me? Apparently. I also figured maybe you could help me too, actually. Did you now? Roy, huh? Well, we're not off to a good start. Roy. I don't know where you're from, but this is Aurora here. You gotta get yourself a nice virtue name if you don't want to get arrested first time they check your papers. Well, I mean, I'm just saying that in case someone did happen to be able to do lost papers for you. What happened to this neighborhood? What's going on around here? Why is the army checking everybody? You think the place was run by the people? What planet you from? Mars never had anything like that, and it's not the day after we win a war by some trick that everything's gonna change. The Army's checking everybody's identity, especially on the main roads. If you don't have the right papers, the only thing you can do is join the wildlife in the slums. But that's not the way out of the city. Okay, how can I get legit papers? Honestly, no idea. Don't treat me like an idiot, it makes me angry and violent. Figure Tranquility seemed pretty well informed. The bartender seemed to know what he was talking about when he sent me to you, and he knew where you hang out. Well, a bartender should quit the booze before he starts talking bullshit to some guy nobody ever met. And he knows I'm holding up, for fuck's sake. Listen, if you want papers that'll do the trick, you need a forger worthy of the name. And the only one I've heard is under a lot of pressure right now. Maybe I could help you let off some steam. You think so? You can always try. I guess if you do good, he'd probably return the favor. Dressed like an escaped prisoner the way you are, you probably couldn't afford him otherwise anyway. Ich hab doch meine Prisoner-Uniform gleich mal an. Well, it seems someone ratted on the guy. Now he's got soldiers all over him, turning his workshop upside down. Ah, das ist das. So they might find something. Well, he ain't exactly stupid, you know? He just doesn't leave evidence lying around the house. But now they're on him. They'll never let up. They'll keep his place on the watch until they got something they can get their teeth into. So what do you suggest? Me? Nothing. But as long as those soldiers are sitting in the guy's workshop, the production line's hardly about to start up again. Now, you'd have to get rid of them if you wanted him to help you. But I just might happen to have a few interesting bits and pieces myself. Bunch of evidence. Pretty convincing. If the army found it in some gang's hangout, for example, everyone would be breathing a little easier. That's a good tip. All right, I'll go visit the workshop, and I'll decide once I get there. Later. Okay, also wieder zurück. Was ist denn da unten jetzt der dritte Punkt? Das ist wahrscheinlich dieser Gang-Hideout, von dem er geredet hat. Die Frage, ob ich jetzt tatsächlich zu dem... den Hintern. Gut, der Schuss war vergeudet, aber ich wollte auch mal sehen, wie viel Schaden das macht bei den Viechern. Also es ist jetzt auch nicht so wirklich effektiv, gerade die Nail Gun. Gegen Leute scheinen die ein bisschen mehr zu bringen. Ist eigentlich was Neues zu reden mit dir? Yes.
I have a few questions to ask you, if it's okay. You said your parents were in the militia. Oh ja. You said your parents were in the militia? Yes. My father got wounded in combat a long time ago, but he didn't want to stop fighting. So when the militia started, he and my mother joined up. A noble intention, except I get the impression the militia isn't around much in these parts. Maybe they all retired when they announced the war was over. That'd be strange. The militia's still useful. Anyway, you can always ask them. Come on, let's go. Okay, noch was Yes. anderes? I have a few... Why do you want to join the You resistance? seem to be only thinking about the resistance. Why? It's true. I hope they'll help me understand. To get over my parents too. And I can't just stand back. I have to do something or I'll go crazy. I understand. You holding up? I don't know. Sometimes I feel like I'm out of it. And sometimes I'm full of anger. But I'll be fine. If you ever need a hand, you can count on me. Thank you, really. It's hard, but thanks to you, I think I'll be fine. And at least I have a goal now. Something I can work towards. To get their house destroyed like this, my guess is your parents weren't just anybody in the militia. I honestly didn't care about that stuff at all before I went to war. But it's true, a lot of people used to drop by to see them. Asking for advice, all that kind of stuff. Man, do I regret not paying more attention. And not telling them to drop it all. No point in thinking about the past now. Come on, let's go. Na gut, also. Dann werden wir aber an der Stelle Schluss machen für diese Episode und beim nächsten Mal geht's hier weiter. Bis dahin, ciao.